Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal Arzneizeit begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um die Schlafmittel Zopiclon und Zolpidem. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv. Das bedeutet, ich werde wie immer etwas genauer auf Wirkung, Wechselwirkung und Nebenwirkung eingehen. Darüber hinaus werde ich noch etwas Zeit den Themen widmen, Toleranzentwicklung bei Zopiclon und Zolpidem, aber auch zu Abhängigkeitssymptomen und zu einem sogenannten Rebound-Phänomen. Dieses Rebound-Phänomen ist ein Auftreten von Symptomen nach dem Absetzen und bei dem Video wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Die Schlafmittel Zopiclon und Zolpidem, die auch zu den sogenannten Z-Substanzen gehören, die sind in zwei verschiedenen Wirkstärken im Handel. Einmal eine ein wenig leichtere Wirkstärke und eine höhere Wirkstärke. Beide werden angewandt zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen. Das bedeutet, die Einnahmedauer sollte, wenn möglich, 2 Wochen nicht überschreiten. Man kann es auf 4 Wochen etwas ausdehnen, indem man in den letzten 2 Wochen das Schlafmittel nochmal langsam runterdosiert. Wenn darüber hinaus eine längerfristige Einnahme nötig ist, die in der Regel nicht gewünscht ist, dann sollte das nur geschehen, wenn der Patient wirklich nochmal kontrolliert wurde und danach auch immer wieder überprüft wird. Zopiclon und Zolpidem sollten in der niedrigen Dosierung angewandt werden bei Patienten, die eine leichte Leber- oder Niereninsuffizienz haben, auch bei chronischer Ateminsuffizienz, aber auch bei älteren Patienten, gerade in Bezug auf möglichen Sturz, sollte die Anfangsdosis ganz niedrig gewählt werden und wenn möglich auch beibehalten werden. Die Einnahme der Tabletten, die erfolgt kurz vor dem Schlafengehen, so etwa, das liegt so bei 15 bis 30 Minuten vor dem Schlafen, sodass, wenn Sie dann in den Schlaf kommen möchten, die Wirksamkeit dann auch schon gegeben ist. Sie können die Tablette unabhängig vom Essen einnehmen. Das bedeutet, es ist egal, ob Sie etwas gegessen haben oder nüchtern sind. Zu der Wirkweise von Zopiclon und Zolpidem ist zu sagen, dass beide Wirkstoffe an bestimmten Rezeptoren im Körper angreifen. Diese Rezeptoren nennt man GABA-Rezeptoren. Wenn diese Rezeptoren aktiviert werden, was durch diesen Wirkstoff geschieht, dann führt das dazu, dass im Prinzip der Körper so etwas gedämpft wird. Das heißt, Zopiclon und Zolpidem, die wirken beruhigend, schlafanstoßend. Sie wirken aber auch darüber hinaus ein wenig muskelentspannend, auch angstlösend und auch entkrampfend. Die Wirkstoffe Zopiclon und Zolpidem, die sind ein wenig vergleichbar mit der Substanzgruppe der Benzodiazepine. Vielleicht kennen Sie das, dazu gehört zum Beispiel das Diazepam oder das Lorazepam oder das Lormetazepam. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass sie an dem Rezeptor, an diesem dämpfenden Rezeptor, in anderen Bereichen angreifen, aber letztendlich ist die Wirkweise dann am Ende oder die Wirkung, die dabei resultiert, die gleiche. Die Benzodiazepine, die wirken etwas stärker muskelrelaxierend und auch entkrampfend, weil sie noch in anderen Bereichen im Körper einsetzen, aber ansonsten ist der Unterschied gar nicht so groß, wie manchmal ein bisschen dargestellt wird. Der Vorteil an Zopiclon und Zolpidem ist, dass sie eine sehr kurze Halbwertzeit haben. Eine kurze Halbwertzeit bedeutet einfach, dass die Wirkstoffe sehr schnell wieder aus dem Körper ausgeschieden werden. Und hier ist auch einmal der Unterschied zwischen Zopiclon und Zolpidem zu nennen. Das Zolpidem hat eine kürzere Halbwertzeit als das Zopiclon. Das bedeutet, das Zolpidem wird schneller abgebaut als das Zopiclon. Wenn Sie mehr an Einschlafstörungen leiden, dann sprechen Sie Ihren Arzt gerne darauf an, dass er eventuell für Sie das Zolpidem eher verordnet. Der Grund dafür ist, wenn Sie wirklich nur so eine einschlafanstoßende Wirkung haben möchten, dann reicht es ja, dass der Wirkstoff anfangs da ist und dann recht schnell abgebaut
abgebaut wird. Wenn Sie aber eher mit Durchschlafproblemen zu tun haben, dann ist das Zopiclon ein wenig besser, weil es einfach langsamer abgebaut wird und dadurch länger wirken kann. Wenn Sie sich nach der Einnahme morgens sehr erschlagen fühlen, sehr müde, auch dann sprechen Sie Ihren Arzt bitte darauf an, ob die Möglichkeit wäre, dass das Zolpidem aufgeschrieben wird, weil das, wie gesagt, recht schnell dann abgebaut wird. Nicht angewandt werden sollten die Wirkstoffe bei einer schweren Leberinsuffizienz, auch nicht, wenn Sie unter Schlafapnoe leiden. Das ist eine verflachte Atmung und auch mit Atemaussetzer in der Nacht. Nicht angewandt werden sollten die Schlafmittel unter einem Alter von 18 Jahren, nicht bei Myasthenia gravis und auch nicht bei einer schweren Ateminsuffizienz, bei der es zu einer Beeinträchtigung der Lungenfunktion gekommen ist. Das sind alles Bereiche, da sollte es nicht angewandt werden. Dazu werde ich hier und da auch noch etwas genauer erklären. Ich möchte hier kurz auf die Nebenwirkungen eingehen. Dabei werde ich nie alle Nebenwirkungen ansprechen, sondern immer nur die, von denen ich denke, dass das für Sie am relevantesten ist. Die einzige Nebenwirkung, die unterschiedlich bei den Substanzen ist, dass es unter der Einnahme von Zopiclon zu einem metallischen Geschmack im Mund kommen kann. Das tritt recht häufig auf und betrifft sogar mehr als jeden 10. Wenn das bei Ihnen der Fall ist und Sie aus irgendwelchen speziellen Gründen die Schlafmittel etwas länger einnehmen müssen, dann sprechen Sie auch hier Ihren Arzt bitte darauf an, weil diese Nebenwirkung bei Zolpidem nicht vorhanden ist. Jeder 10. bis 100. Patient, der leidet am Morgen unter Schläfrigkeit, unter einem Aufmerksamkeitsdefizit, unter Kopfschmerzen und Schwindel. Das bedeutet, wenn Sie mit der Schlafmitteleinnahme nun beginnen, sollten Sie immer darauf achten, wie Sie darauf reagieren. Ganz wichtig ist hier zu erwähnen, dass nach der Tabletteneinnahme 8 Stunden lang nicht am Straßenverkehr oder am Bedienen von Maschinen teilgenommen werden sollte, weil es halt zu diesen Nebenwirkungen kommen kann. Wichtig ist mir einfach zu sagen, dass Sie sehr genau darauf achten, wie Sie darauf reagieren, weil es zu dieser Einschränkung der Aufmerksamkeit danach kommen kann. Das liegt daran, weil der Wirkstoff in der Zeit noch nicht ganz abgebaut ist und Sie darauf immer noch so reagieren können. Die gleichzeitige Einnahme von Alkohol führt natürlich dazu, dass das Ganze auch noch verstärkt wird. Genauso die gleichzeitige Einnahme von anderen dämpfenden Substanzen. Deshalb ist hier auch die Empfehlung, gerade während der Einnahme von den Schlafmitteln kein Alkohol zu trinken, weil die Nebenwirkung dann nicht mehr so richtig vorherzusehen ist. Kurz nach der Einnahme des Zopiclons und Zolpidems kann es zu einer sogenannten anterograden Amnesie kommen. Dabei ist es so, dass der Patient neue Ereignisse und neue Erfahrungen nicht richtig abspeichern kann. Das ist auch der Grund dafür, weshalb eine Schlafdauer von 7 bis 8 Stunden auf jeden Fall garantiert werden sollte, weil man dann diese Nebenwirkung im Prinzip überschläft. Das ist mir hier auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass es halt in dieser Zeit dann zu dieser Amnesieform kommen kann, die einen selber oder auch die Angehörigen etwas verwirren kann. Deshalb nochmal der Appell, also diese Schlafzeit von 7 bis 8 Stunden, die sollte, wenn möglich, sichergestellt werden, dass der Patient in der Zeit nicht aus irgendwelchen Gründen vorher aufstehen muss und dann diese Nebenwirkung zum Tragen kommen kann. Wenn es eine Tendenz zu Depressionen gibt oder eine Depression schon vorliegt, dann können die Z-Substanzen diese Depression verstärken oder eine verschleierte Depression, die noch nicht so erkannt worden ist, hervorholen. Das ist eine recht bekannte Nebenwirkung der Z-Substanzen und der Benzodiazepine. Darüber hinaus kann es unter der Einnahme auch zu sogenannten paradoxen Wirkungen kommen. Paradoxe Wirkungen sind Wirkungen,
die man nicht erwartet. Man möchte ja eigentlich, dass der Patient beruhigt wird, dass er schlafen kann, dass er sediert wird. Es kann aber auch dann zu diesen paradoxen Erscheinungen kommen, die zeigen sich zum Beispiel in einer sehr starken inneren Unruhe, in einer Gereiztheit, in auch Aggressivität, in Wahnvorstellungen und auch in Halluzinationen. Das kommt sehr selten vor. Die Nebenwirkungen werden so etwa angegeben mit unter 0,1%. Das bedeutet, das betrifft weniger als jeden Tausendsten. Wenn sie aber dann auftreten, sind sie natürlich sehr beängstigend. Wenn Ihnen das bei sich selber oder bei einem Angehörigen aufgefallen sein sollte, dann sollte das Medikament auf jeden Fall sofort abgesetzt werden und der Arzt kontaktiert werden. Und wie so häufig bei den Nebenwirkungen kann es auch hier zu Magen-Darm-Problemen kommen. Das kann sich äußern in Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Bauchschmerzen. Das betrifft so im Durchschnitt jeden 10. bis jeden 100. und ist eine wirklich typische Nebenwirkung bei Medikamenten. Zum Thema Toleranzentwicklung, was mir hier wirklich sehr wichtig ist zu erwähnen, ist zu sagen, dass es unter der Einnahme der Schlafmittel über einen längeren Zeitraum zu einer Toleranzentwicklung kommen kann. Deshalb möchte man diese Schlafmittel auch nur zur Kurzzeitbehandlung geben. Diese Toleranzentwicklung, die ist nicht in den ersten 4 Wochen gegeben. Das ist auch der Grund dafür, weshalb die Einnahme dann bis auf die 4 Wochen verlängert werden kann. Nach den 4 Wochen ist es nicht mehr ganz ausgeschlossen, dass es zu so einer Toleranzentwicklung kommen kann. Das heißt, dass das Medikament dann weiterhin eingenommen wird, aber irgendwann nicht mehr so wirksam ist und man dann natürlich bestrebt ist, noch mehr dieses Wirkstoffes zu nehmen, um die gleiche Wirkung dann zu erreichen. Dadurch kommt man natürlich in so einen Teufelskreis rein, der sich manchmal dann über Monate und Jahre erstreckt, aber dass man mit der Zeit immer mehr von dem Wirkstoff braucht, um diese Wirkung dann zu erreichen. Ein weiterer Grund dafür, dass die Tabletten nur kurzfristig eingenommen werden kann, ist natürlich das Abhängigkeitspotenzial. Das erhöht sich mit der Einnahmedauer und auch mit der Wirkstoffmenge. Und was ich persönlich in der Praxis auch schon festgestellt habe, ist, wenn diese Toleranzentwicklung greift, dass es dazu kommen kann, dass Personen weiterhin regelmäßig ihr Schlafmittel nehmen, aber plötzlich sich im Wesen verändern, dass irgendwas plötzlich anders ist und man kann es sich nicht erklären, weil die Tabletten ja nicht geändert worden sind. Aber da ist es, dass es im Prinzip durch diese Toleranzentwicklung dazu kommt, dass der Patient selber in eine Art Entzug reingleitet, weil der Wirkstoff nicht mehr die volle Wirksamkeit hat wie am Anfang. Es kann ganz selten vorkommen, dass diese Entzugssymptome auch innerhalb dieser 4 Wochen auftreten. Das ist dann natürlich wahnsinnig schwierig zu sehen, weil man das dann nicht in den Zusammenhang wirklich bringen kann. Es gibt sogenannte psychische und physische Abhängigkeiten. Die Chance, dass man da hingeht, die erhöht sich dadurch, wenn man in der Vorgeschichte schon irgendwie eine Alkohol-, Drogen- oder Arzneimittelabhängigkeit durchgemacht hat oder aber auch bei Patienten mit Persönlichkeitsstörungen. Damit Sie für sich mal so ein Bild von diesen Entzugssymptomen haben, möchte ich Ihnen hier ein paar erwähnen. Das Schwierige an diesen Entzugssymptomen ist immer, dass sie recht vielfältig sind und manchmal nicht so richtig zu greifen sind. Also zu den Entzugssymptomen gehören jetzt einfach Kopfschmerzen oder aber auch Muskelschmerzen. Es kann zu Angst kommen, zu innerer Unruhe, aber auch zur Verwirrtheit. Auch Reizbarkeit ist da zu nennen. In ganz schweren Fällen kann es auch zu Persönlichkeitsstörungen kommen oder aber auch zu Halluzinationen. Es kann sogar im schlimmsten Fall zu epileptischen Anfällen kommen, auch zu einer Überempfindlichkeit auf Geräusche, Berührungen und Licht. Das sind schon ganz stark ausgeprägte Entzugssymptome. Ich möchte sie hier nur der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Diese Entzugssymptome, die treten natürlich auf, wenn so ein Schlafmittel
Schlafmittel über lange Zeit gegeben wurde und dann nicht langsam ausgeschlichen wurde, sondern abrupt abgesetzt wurde. Ich habe sowas auch in Heimen häufiger beobachtet, wenn die Heimbewohner ins Krankenhaus gekommen sind, die Medikation sich geändert hat oder die Schlafmittel plötzlich abgesetzt worden sind oder etwas anderes dafür gewählt worden ist, dass der Heimbewohner danach wesensverändert war und man nicht genauso gesehen hat, woran das liegen könnte. Achten Sie immer darauf, wenn diese Symptome stark vertreten sind plötzlich, dass es immer dazu gekommen sein kann, entweder, dass das Medikament vielleicht irgendwie abgesetzt worden ist, wenn es jetzt einen Angehörigen zum Beispiel von Ihnen betrifft, oder aber, dass es vielleicht in der Dosierung runtergesetzt worden ist. Das würde auch schon reichen, weil man zum Beispiel bei älteren Patienten eine geringere Dosierung haben möchte, oder aber auch es zu dieser schon Toleranzentwicklung gekommen ist. Das ist eher so ein schleichender Prozess. Also ganz häufig ist es so, dass wenn diese Entzugssymptome auftreten, dass sie erst nicht mit irgendwas in Zusammenhang gebracht werden kann, bis man dann in die Medikation schaut und sieht, der Patient hat längere Zeit Schlafmittel eingenommen, wie die Z-Substanzen, die wurden abgesetzt und dadurch kommt der Körper unweigerlich dann in diesen Entzug. Das muss nicht in allen Fällen so sein, aber ich möchte darauf sehr sensibel machen, weil diese Entzugssymptome manchmal wirklich nicht damit so in Verbindung gebracht werden können und dann natürlich andere Medikamente eingesetzt werden, um diese starken Reaktionen wie innere Unruhe oder auch diese Halluzinationen, die schlimmstenfalls auftreten könnten, und die Persönlichkeitsstörung, dass die dann wiederum mit anderen Medikamenten behandelt werden, obwohl es einfach nur das Entzugssymptom ist, wobei man dann schaut, dass man dann den Patienten begleitend versucht, die Medikation ganz langsam dann abzusetzen. Wichtig für jeden Patienten ist zu wissen, dass es zu einem sogenannten Rebound-Phänomen kommen kann. Das hatte ich ganz am Anfang schon mal angesprochen. Dieses Rebound-Phänomen äußert sich darin, dass Sie jetzt eine Zeit lang die Schlafmittel genommen haben und jetzt versuchen, die abzusetzen. Und dann kann es zu einem Wiederauftreten der Symptome kommen, die Sie eigentlich behandeln wollten. Also es kann dazu kommen, dass Sie dann wieder verstärkt nicht schlafen können oder gar nicht einschlafen können. Das ist manchmal auch kombiniert mit Stimmungsschwankungen oder auch mit einer inneren Unruhe, eventuell auch begleitet durch Angst. Das ist für jeden Patienten wahnsinnig wichtig zu wissen, weil man selber ja auch von diesen Schlafmitteln irgendwann mal runterkommen möchte und dann setzt man sie ab und dann merkt man plötzlich, dass man irgendwie wieder in das gleiche Muster verfällt, in dem man vorher war, nicht schlafen kann. Ich möchte Sie ermutigen, es ist eine Nebenwirkung dieser Z-Substanzen. Das heißt, dass Sie, wenn Sie es dann absetzen und das so empfinden, dass Sie nicht unweigerlich wieder zu den Schlafmitteln greifen müssen. Wenn das bei Ihnen so der Fall ist, dass Sie das festgestellt haben, dann sprechen Sie unbedingt Ihren Arzt auf diese Tatsache an. Man wird dann versuchen, zusammen das Medikament ganz langsam auszuschleichen. Manchmal ist leider dieses Rebound-Phänomen auch der Grund dafür, weshalb Schlafmittel über so einen langen Zeitraum angewandt werden, weil dann natürlich der Patient verunsichert ist, weil er merkt, er kann ohne die Schlafmittel gar nicht schlafen, und Schlaf ist natürlich das Wichtigste, was man braucht, wo man sich ja erholen kann drin. Deshalb, auch wenn Sie vielleicht in Ihrem Umkreis jemanden kennen, der Schlafmittel einnimmt, also es geht gar nicht nur immer um die Z-Substanzen, Zopiclon und Zolpidem, sondern auch um sogenannte Benzodiazepine, da ist das Gleiche der Fall, dann weisen Sie ihn doch einmal auf diese Nebenwirkung hin, weil die nicht so bekannt ist, und wenn man davon aber weiß, dann kann man mit diesen Tatsachen ganz anders umgehen und dann wirklich zusammen mit dem Arzt langsam ausschleichend dann auch von dem Schlafmittel wieder runterkommen. Jetzt ein Wort zu den Wechselwirkungen. Wie ich eben bereits schon mal angesprochen hatte, sollten Sie unter der Einnahme von Zopiclon und Zolpidem kein Alkohol trinken, weil das die Wirkung sehr verstärken könnte und man das dann nicht mehr so richtig einschätzen kann. Speziell bei älteren Patienten führt die gleichzeitige Einnahme von anderen Substanzen, die so dämpfend, beruhigend wirken, wie zum Beispiel Antidepressiva, dann angstlösende Mittel,
auch Antiepileptika, auch so bestimmte sedierende Antihistaminika und andere Neuroleptika. Die Kombination aus diesen Dingen kann dazu führen, dass diese sedierende Wirkung auch verstärkt wird oder länger anhält und es dann natürlich auch zum gefürchteten Sturz kommen kann. Ältere Patienten, die Zopiclon oder Zolpidem einnehmen, nehmen doch häufiger auch eins dieser anderen Arzneimittel aus diesen genannten Wirkstoffklassen ein. Da ist einfach wichtig zu wissen, die Sturzneigung ist erhöht und wenn möglich möchte man dazu übergehen, dann Zopiclon oder Zolpidem wieder etwas runterzufahren, damit diese verstärkte sedierende Wirkung, auch diese Wirkung auf die Muskulatur, dass die Muskulatur plötzlich entspannen kann, die möchte man natürlich ausschließen. Und wenn Sie jetzt auch einen Angehörigen zum Beispiel haben, der diese Z-Substanzen nimmt und in der Vergangenheit häufiger gestürzt ist, da ist es wichtig, nochmal den Arzt zu kontaktieren, dass man schaut, dass man eventuell eine Alternative findet. Man muss das immer sehr abwägen mit dem Alter des Patienten, mit dem Allgemeinzustand. Aber Zopiclon oder Zolpidem können auf jeden Fall eine Ursache auch für Stürze, gerade bei älteren Patienten oder bei Heimbewohnern sein. Zum Thema Sturz möchte ich gerade noch mal etwas sagen. Zopiclon und Zolpidem können ja, wie bereits erwähnt, muskelentspannend wirken. Das heißt, sie sollten, wenn möglich, besonders bei älteren Patienten nicht mit anderen Muskelrelaxantien kombiniert werden, weil da das Risiko des Sturzes dann auch wirklich gleich erhöht ist. Vor 3 bis 4 Jahren wurde in die Fachinformation auch noch mit aufgenommen, dass die gleichzeitige Einnahme von Zopiclon oder Zolpidem mit Opioiden. Opioide sind sehr stark wirksame Schmerzmittel. Ich versuche hier mal einige Beispiele einzublenden, dass die, wenn möglich, vermieden werden sollte, weil es unter der gleichzeitigen Einnahme zu Sedierung kommen kann, aber auch zu einer sogenannten Atemdepression. Eine Atemdepression ist eine abgeflachte oder aber auch herabgesetzte Atmung, die mit Symptomen der Kurzatmigkeit und der Luftnot einhergeht. Hier muss man wirklich immer ganz genau drauf aufpassen, weil das schlimmstenfalls wirklich zu komatösen Zuständen kommen kann oder ganz schlimmstenfalls zum Tod führen kann. Ich möchte das jetzt hier nicht dramatisieren, aber diese Atemdepression, die wird manchmal unterschätzt. Das bedeutet, wenn jetzt ein Patient oder ein Angehöriger starke Schmerzmittel aus dieser Opioidklasse einnehmen muss, dann sollte, wenn möglich, alles irgendwie daran gesetzt werden, dass die Z-Substanzen langsam abgesetzt werden, eventuell eine Alternative gewählt wird, damit diese Wechselwirkung der Opioide größtmöglich dann ausgeschlossen werden kann. Wenn an der Medikation vielleicht nichts geändert werden kann, dann würde es auch schon mal hilfreich sein, dass man einen der beteiligten Stoffe in seiner Dosierung ein wenig vielleicht runtersetzen kann. Natürlich immer in Rücksprache zusammen mit dem Arzt, weil das Risiko, diese Nebenwirkung zu erleiden, auch schon etwas minimiert. Als letztes möchte ich zum Thema Wechselwirkung noch Wirkstoffe erwähnen, die den Wirkstoffspiegel des Zopiclons oder Zolpidems entweder erhöhen kann oder erniedrigen kann. Substanzen, die die Wirkstoffspiegel erniedrigen können, das bedeutet, dass Zopiclon oder Zolpidem dann nicht so gut wirksam sind zum Beispiel Epilepsiemittel, aber auch das Johanniskraut, was auch immer wieder gerne mit in den Wechselwirkungen mit reinspielt, weil diese Wirkstoffe den Abbau von Zopiclon und Zolpidem etwas beschleunigen, wodurch dann die Wirkstoffe einfach nicht so gut wirksam sind. Andere Wirkstoffe wiederum können dazu führen, dass Zopiclon oder Zolpidem erhöht im Blut vorhanden sind. Dazu zählen sogenannte Makrolid-Antibiotika. Hier blende ich auch ein paar Beispiele ein.
Dazu zählen auch die sogenannten Azole. Das sind Wirkstoffe, die man als Tablette gegen eine Pilzerkrankung einnimmt. Dazu gehört aber zum Beispiel auch der Grapefruitsaft. Also auch der Grapefruitsaft kann dazu führen, dass die Schlafmittel langsamer abgebaut werden und dadurch stärker wirksam sind. Wenn Sie eine dieser Substanzen einnehmen, die ich hier gerade eingeblendet habe, dann sprechen Sie auf jeden Fall Ihren Arzt darauf an. Dann könnte es nämlich sinnvoll sein, die Dosierung vom Zopiclon oder Zolpidem wirklich so gering wie möglich zu machen, am besten sogar unter der offiziellen geringsten Dosis halten, weil es einfach langsamer abgebaut wird und dadurch stärker wirksam ist. Wie Sie gesehen haben, gibt es sehr viel zu Zopiclon und Zolpidem zu sagen. Mir ist immer wichtig, dass ich auch noch vielleicht ein bisschen mal ausschweife, aber es gibt manchmal so viele Begebenheiten, die wirklich wichtig sind, die einmal gehört zu haben, egal ob es jetzt um Sie selber geht oder um Angehörige oder wenn Sie vielleicht auch sogar Pfleger sind, dass Sie einfach über diese Zusammenhänge Bescheid wissen, weil sie manchmal im Alltag übersehen werden. Deshalb hoffe ich einfach, dass ich Ihnen mit meinem Video helfen konnte und es Sie nicht erschlagen hat. Und ich freue mich immer sehr über Kommentare und auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn Sie möchten, abonnieren Sie gerne meinen Kanal, weil ich in Zukunft vorhabe, noch mehr dieser Videos online zu setzen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich hoffe, dass Sie gesund bleiben und denken Sie auch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.